Hast du manchmal das Gefühl, dass die Zeit dir einfach durch die Finger rinnt? Dass du in einem linearen Wettlauf steckst, immer schneller, immer weiter, von Deadline zu Deadline und dabei völlig den Kontakt zu dir selbst verlierst? Wir leben in einer Welt, die uns sagt, das Leben ist eine gerade Linie, ein ständiger Aufstieg. Aber tief in dir, in deinen Zellen und in deiner Seele weißt du, das ist nicht die ganze Wahrheit. Schau dich um. Die Natur kennt keine Linie. Sie kennt den Kreis. Sie kennt das Werden, das Wachsen, das Vergehen und den Neubeginn. Was wäre, wenn du aufhören könntest zu rennen und stattdessen anfangen würdest, im Rhythmus zu schwingen? Genau hier kommt der Jahreskreis ins Spiel. Er ist nicht nur ein alter Kalender der Kelten oder unserer Vorfahren. Er ist eine Landkarte für deine Seele. Er kann dir Halt geben, wenn im Außen alles chaotisch ist. Er lehrt dich, wann es Zeit ist zu handeln und wann es Zeit ist, einfach nur zu sein. Heute zeige ich dir das Fundament unserer Reise hier auf dem Kanal, die 8 Speichen des Jahresrades, den Unterschied zwischen den kraftvollen Sonnen- und den mystischen Mondfesten und wie du diesen uralten Rhythmus nutzen kannst, um endlich wieder bei dir anzukommen. Willkommen zu einem neuen Video auf Soul Nature and Stars. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir in die Welt des Jahreskreises, der Naturspiritualität und des Schamanismus ein. Bevor wir in die einzelnen Feste eintauchen, müssen wir verstehen, worum es im Kern geht. Der Jahreskreis ist das große Ganze. Er ist der Rhythmus der Natur, der auch in uns Menschen wirkt, ob wir es bewusst wahrnehmen oder nicht. Vielleicht spürst du es. Im Winter zieht es uns nach innen. Wir wollen Ruhe, Rückzug. Im Sommer explodieren wir förmlich vor Energie, wollen raus, wollen uns zeigen. Unsere moderne Gesellschaft ignoriert das oft. Wir sollen immer gleich produktiv sein. Der Jahreskreis lädt uns ein, diese natürliche Wellenbewegung wieder zu ehren. Er besteht aus 8 Stationen. Man nennt sie die 8 Speichen des Rades. Und diese unterteilen sich in 2 ganz unterschiedliche Energien, die wir heute entschlüsseln. Um den Jahreskreis wirklich für dich zu nutzen, ganzheitlich und für deine spirituelle Arbeit, ist es wichtig, eine Unterscheidung zu treffen. Die Dynamik zwischen den Sonnenfesten und den Mond- bzw. Erdfesten. Die 4 Sonnenfeste, die maskuline Energie. Das sind die astronomischen Fixpunkte. Sie richten sich nach dem Stand der Sonne. Die Wintersonnenwende Jul am 21. Dezember, die tiefste Nacht und die Geburt des Lichts. Die Sommersonnenwende Lita um den 21. Juni, der längste Tag, der Höhepunkt des Lichts. Und die 2 Tag- und Nachtgleichen Ostara und Mabon im Frühling und Herbst, wo Licht und Schatten in perfekter Balance sind. Diese Feste repräsentieren oft die maskuline aktive Energie. Es geht um das Licht im Außen, um klare Wendepunkte, um das, was wir sehen können. Die 4 Mond- bzw. Erdfeste, die feminine Energie. Dazwischen liegen die sogenannten Mondfeste. Sie sind traditionell die Feste der Erde und des Ackerbaus. Dazu gehören Imbolc Anfang Februar, Beltane Mai, Lammas Schnitterfest im August, Samhain im November. Diese Feste fühlen sich anders an. Sie sind intuitiver, weiblicher, mystischer. Hier geht es um das, was im Verborgenen wächst, wie der Samen im Bauch der Erde zu Imbolc oder die Verbindung zu den Ahnen an Samhain. Ich weiß, das sind viele Namen und Daten auf einmal. Jul, Lita, Imbolc. Du musst dir das jetzt nicht alles mitschreiben. Ich habe dir eine wunderschöne Übersicht gestaltet, den Jahreskreis Kompass. Das ist ein One-Pager für deinen Kühlschrank oder deinen Altar, auf dem du alle 8 Feste, die Daten und sogar die passenden Archetypen auf einen Blick hast. Du kannst ihn dir für 0 € über den Link in der Videobeschreibung herunterladen, damit du das ganze Jahr über orientiert bleibst. Reflexionsfragen für dich. Ich möchte dich einladen, kurz in dich hineinzuspüren. Zu welcher Energie fühlst du dich mehr hingezogen? Bist du ein Kind des Sommers und des Lichts, Sonnenfeste? Oder liebst du das Mystische, die Zwischenräume, die Dämmerung, Mondfeste? Wie nimmst du den Wechsel der Jahreszeiten wahr? Kämpfst du gegen den Rückzug im Winter an oder erlaubst du dir, mit dem Rad nach unten zu gehen? Dieser Rhythmus spiegelt sich natürlich nicht nur in uns, sondern vor allem in der Pflanzenwelt wider. Auf meinem Kanal Living Herbal Wisdom schauen wir uns das ganz praktisch an. Jedes Jahreskreisfest hat seine eigenen Pflanzenhelfer. Im Winter, wenn die Energie in den Wurzeln steckt, nutzen wir wärmende, erdende Harze wie Weihrauch oder Myrrhe. Im Frühling, wenn der Saft steigt, geht es um das frische Grün, die Reinigung, wie bei der Brennnessel oder dem Bärlauch. Und im Sommer und Herbst sammeln wir die Fülle der Blüten und Früchte, um diese Sonnenkraft für den Winter in Ölen zu konservieren.
Pflanzen sind die direktesten Boten des Jahreskreises. Wenn du lernst, sie passend zur Jahreszeit anzuwenden, sei es als Räucherwerk, Tee oder ätherisches Öl, verbindest du dich körperlich mit dieser Energie. Wie holen wir diese Energie nun in unser Zuhause? Hier lade ich dich in mein Sanctuary ein. Ein zentrales Element der Jahreskreisfeste ist der Jahreszeitentisch oder Altar. Das muss nichts Kompliziertes sein. Es ist ein kleiner Platz in einer Wohnung, der als Anker dient. Er verändert sich mit dem Rad des Jahres. Zu Imbolg ist er vielleicht weiß und klar mit Schneeglöckchen und Birkenzweigen für die Reinheit und den Neubeginn. Zur Sommersonnenwende leuchtet er in Gelb und Gold, geschmückt mit Johanniskraut und Sonnenblumen. Im Herbst holen wir Kastanien, bunte Blätter und warme Orangetöne herein. Indem du dein Zuhause im Rhythmus dekorierst, achtsam und minimalistisch, schaffst du einen Raum, der deine Seele erinnert. Alles hat seine Zeit. Lass uns das Wissen kurz sacken lassen und in einen Mindful Moment eintauchen. Schließe für einen Moment deine Augen, wenn du kannst. Atme tief ein und aus. Stell dir vor, du stehst in der Mitte eines riesigen Rades. Vor dir liegt der Osten, der Frühling, der Neubeginn, die aufgehende Sonne. Zu deiner Rechten der Süden, der Sommer, die volle Kraft. Hinter dir der Westen, der Herbst, das Loslassen, der Sonnenuntergang. Und zu deiner Linken der Norden, der Winter, die Stille, die Nacht. Spüre, wo wir uns jetzt gerade im Jahr befinden. Bewerte es nicht. Nimm einfach nur wahr. Ist es eine Zeit des Wachstums oder eine Zeit der Ruhe? Erlaube dir, genau dort zu sein, wo du jetzt bist. Du musst nicht schon im Sommer sein, wenn es noch Winter ist. Und schließlich, geh raus, wild, free and authentic. Der Jahreskreis findet nicht in Büchern statt, sondern draußen. Beobachte die Natur ganz genau. Wie sieht sie heute aus? Bei den Sonnenfesten achten wir auf das Licht. Wie lang sind die Schatten? Wo steht die Sonne am Mittag? Bei den Erdfesten schauen wir auf den Boden. Was regt sich unter dem Laub? Was blüht? Was verrottet? Die Natur ist der ehrlichste Spiegel. Sie zeigt uns, dass nichts für immer bleibt, aber auch nichts wirklich verloren geht. Sie ist wild und authentisch in ihrem Wandel. Und du darfst das auch sein. Das war der erste Überblick über das große Rad des Jahres. In den kommenden Wochen werde ich hier auf dem Kanal jedes der 8 Feste im Detail mit dir erkunden. Wir schauen uns die Archetypen an, wie das Mädchen zu Imbolg oder die Königin zu Mabon und wie du diese archetypischen Kräfte für dein persönliches Wachstum nutzen kannst. Der Jahreskreis ist deine Einladung, wieder im Takt deines Herzens und der Natur zu schlagen. Wenn du tiefer in diesem Rhythmus eintauchen möchtest, lade dir unbedingt meine 0 € Jahreskreiskompass herunter. Ich habe ihn so gestaltet, dass er nicht nur informativ ist, sondern auch ästhetisch in dein Zuhause passt. Dort siehst du auf einen Blick, wann ist Sonnenenergie, wann ist Mondenergie und welcher weibliche Archetyp vom Mädchen bis zur weisen Alten begleitet dich gerade. Den Link findest du direkt hier unter dem Video. Druck ihn dir aus, häng ihn auf und lass dich von ihm durch das Jahr begleiten. Danke, dass du heute dabei warst und mit mir den Jahreskreis als Basis erkundet hast. In der Beschreibung findest du Werbung, Links zu einigen Produkten und Ressourcen, die ich dir in der Folge erwähnt habe. Abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke und teile dieses Video mit Menschen, die ebenfalls von diesen kraftvollen Impulsen profitieren könnten. Ich freue mich auf den Austausch mit dir in den Kommentaren. Wie nimmst du den Jahreswechsel wahr? Feierst du schon bewusst oder ist dieses Konzept ganz neu für dich? Welche Gedanken oder Impulse nimmst du aus dieser Folge mit? Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.